Die Hersteller in der Automobilindustrie, aber auch in der Manufacturing-Industrie sind heutzutage vielen neuen Herausforderungen entgegengestellt. Wir haben es hier mit einem extrem hohen Anteil von Software zu tun, der immer mehr Einzug erhält in die Fahrzeuge beispielsweise. Man spricht ja auch schon von rollenden Smartphones, aber auch in andere Konsumgüter wie beispielsweise Uhren, die nicht mehr nur aus Mechanik und einer Batterie bestehen. Hinzu kommt, dass die Märkte immer globaler werden. Es treten neue Wettbewerbe ein, von denen man vor 5 Jahren noch gar nicht erwartet hätte, dass sie kommen. Und die ganze Entwicklung der Produkte wird dementsprechend natürlich auch global aufgestellt. Zusätzlich verlangt der Markt nach immer mehr Geschwindigkeit. Das heißt, die Zyklen, in denen Produkte auf den Markt gebracht werden, reduzieren sich immer weiter. Und es kommt noch eine weitere Komplexität hervor. Die Variantenvielfalt nimmt immer mehr zu. Das heißt, es geht viel stärker in Richtung Losgröße 1. Das heißt, die einzelnen Produkte unterscheiden sich immer stärker voneinander in der Konfiguration, aber auch in der Vielfalt, in der die Produkte halt vorhanden werden und angeboten werden. Um diese Komplexität, diese angestiegene Komplexität in den Griff zu bekommen, haben wir seitens T-Systems 3 Lösungsbausteine entwickelt, auf die ich im Folgenden näher darauf eingehen möchte. Einer dieser Lösungsbausteine ist der Smart Configurator. Der Smart Configurator wird bereits bei der Telekom als T-Konfigurator eingesetzt und ist dort für die gesamte Konfiguration der Produkte, das heißt Handyverträge etc., im Einsatz und zeigt somit seine Flexibilität, aber auch die Möglichkeit, mit Massendaten umzugehen. In anderen Industriezweigen haben wir den T-Konfigurator auch schon bei Kunden eingesetzt, die auch viel stärker schon im Bereich von Services sind, als es vielleicht die Automobilindustrie derzeit ist, wo sie aber hinkommen muss, beispielsweise als Anbieter von Mobilitätslösungen. Kernbestandteil der zweiten Lösung bildet der PDM Web Connector. Der PDM Web Connector ist eines der T-Systems PLM-Produkte für die Integration. Die Integration von Lösungen, wie beispielsweise CAD-Systemen, PLM-Systemen, aber auch neuerdings für die Integration von Anforderungsmanagementsystemen, ALM-Systemen. Das Ganze auch noch in Verbindung mit der Kopplung von ERP-Systemen, sodass wir hier einen ganzheitlichen Ansatz haben, die Daten, die für die Produktentstehung, aber auch für den gesamten Lebenszyklus der Produkte verantwortlich sind, strukturiert zusammenzufassen und einheitlich zusammenzufassen. Der PDM Web Connector basiert auf offenen Standards auf einer SOA-Plattform und ist somit in der Lage, die Systeme nahtlos anzubinden und eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. Anders als es vielleicht technologische Tools als Mittelwehrlösungen schaffen, werden hier nicht nur Daten von A nach B geschaufelt, sondern wir sind in der Lage, durch unsere Out-of-the-Box-Konnektoren zu den Systemen, die Strukturen, die unterschiedlich sind, zusammenzubringen und somit auch die Daten einheitlich zu verwalten. Den dritten Lösungsbaustein bildet der sogenannte ARAS Structure Editor. Dies ist ein Add-on von T-Systems entwickelt für den ARAS Innovator. Der ARAS Innovator bildet in unserer Architektur für die Systems Engineering Lösung das sogenannte PLM Backbone. Dort sind wir dann in der Lage, die Daten systemübergreifend zu aggregieren und schaffen es, durch die Hinzunahme oder Änderung von Anforderungen auch ein Baselining über die Systemgrenzen hinweg zu erreichen. Mit diesen 3 Lösungsbausteinen sind wir in der Lage, auch unterschiedlichste Systemlandschaften der Kunden miteinander zu vernetzen und schaffen somit die Basis, die zukünftigen Herausforderungen an das Systems Engineering abzubilden.